Hallo miteinander und herzlich willkommen zu unserer Vorstellung der Herbst-Winter-Kollektion 2025. Alle Artikel, die wir heute vorstellen, werden im Juli, August und September ausgeliefert. Liegt immer so ein bisschen an der Qualität, also ein paar Webpelze dabei, die werden dann erst im September ausgeliefert. Und einige von Ihnen haben die Kollektion ja entweder bei uns Außendienstlern schon gesehen oder auch uns auf der H&H in Köln besucht. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Es hat wirklich, die 3 Tage haben richtig Spaß gemacht. Es Ja, gab eine Menge tolle Gespräche. Ja, und für alle die, die nicht die Möglichkeit hatten, nach Köln zu kommen, genau, stellen wir die nochmal auf diesem Wege vor. Man sieht es dann immer nochmal anhand der ganzen Modelle und hat dann nicht nur die ähm, Bilder im Shop, sondern man sieht es dann so nochmal. Das kommt immer ganz gut an. ja. Und genau, die Kollektion ist bis zum 11. Mai, also bis zum Muttertag, vorbestellbar. Und wie gesagt, wird dann im Herbst ausgeliefert. Und ja, dann würde ich sagen, Starten wir direkt. starten wir direkt. Genau. Und wie immer starten wir natürlich mit den Modefarben unserer Basic-Artikel. Und wie immer zeige ich einmal alle Farben anhand von Heike, unserem glatten Bündchen. Und hier haben wir einen schönen Blushton, ein Flieder, Aubergine, Burgundi, dunkelgrün, Petrol und Marine. Das war der Artikel Heike als glattes Bündchen. Dann haben wir natürlich auch unseren Baumwoll-Jersey Vanessa in denselben Farben. Der French Terry Maike. So. Und unseren angerauten Sweat Eike. Zusätzlich haben wir das schwere Bündchen Nanny, auch in den Modefarben. Und zusätzlich haben wir noch einen dunklen Marineton und ein Schwarz. Perfekt passend zu dem Heavy Sweat Honey. Einmal wieder die Modefarben. Und natürlich haben wir auch hier einen dunklen Marineton und einmal das Schwarz. Also, wie die beiden Namen schon verraten, Honey und Nanny passen perfekt zusammen. Und Matthias zeigt einmal, dass man nicht nur tolle Modelle aus Drucken machen kann, sondern auch super schöne Modelle aus Unistoffen. Genau, wir haben hier einmal die 4 Hoodies. Genau, Pauline hat es gerade schon gesagt, der Honey, das ist einfach ein schwerer Sweat, werden wir immer wieder nachgefragt, sieht man sehr viel in der Konfektion. Ähm, genau, der einfach, wo man so mit nach draußen gehen kann, wenn es jetzt nicht ganz so kalt ist, wo man eben keine Jacke direkt drüber braucht. Und genau, kann man, Collar Blocking kann man einzeln. Also es ist wirklich eine tolle Qualität. Hatten wir im letzten Jahr schon in der Herbst-Winter-Kollektion in anderen Farben. Und Qualität kam gut an und deswegen haben wir da jetzt die Farben nochmal wieder Modefarben, aber dann halt eben auch schwarz und dunkelblau Die als Klassiker. Basic, die Klassiker Ja. eben auch nochmal dazu. So, dann geht es weiter mit Artikel Helena. Helena ist ein Kunstpelz, super soft, super weich, also wirklich, ja, man möchte ihn nur streicheln, also ist wirklich super kuschelig. Gibt es in 5 Farben und zwar einmal in Schwarz. Und den kann man auch einfach zum Streicheln kaufen. Da muss man gar nichts draus machen. Genau, Einfach den Ballen haben. genau, ist so. Ja. Ja. Genau, dann in dunkelgrün, in Marine, einmal in Natur. Muss ihr meine Finger wegstreicheln. Also durfte ich wieder streicheln. Genau, und einmal in diesem Blushton. Und auch hier haben wir wirklich ein paar ganz tolle Modelle dazu. Ja, daran kann man auch sehen, wie schön weich dieser Artikel ist. Und er ist natürlich perfekt geeignet für die trendigen
Westen aus Kunstpelz. Darunter sieht man den Artikel Merino Strick. Also perfekt passend auch zu unseren Köln-Vorortartikeln, die jetzt nicht mehr bestellbar sind, kann man unsere Herbst-Winter-Kollektion perfekt mitmischen, weil die Farben aufeinander abgestimmt sind. Hier haben wir eine Jacke. Darunter ist der Niki Corduna, da kommen wir noch zu. Aber ich finde, dieses Naturweiß ist halt auch gerade total Trend mit Tobtönen. Und hier kann man auch sehen, dass hier auch das Futter in einem Taub-Schlammton verwendet wurde. Und hier haben wir eine Jacke mit Kapuze und ist weich, hat aber trotzdem super schön Stand. Und hier drunter kann man auch den Artikel Isa sehen aus unserer Herbst-Winter-Kollektion. Ein Streifen-Jersey und natürlich haben wir den auch noch in mehreren Farben da. Das zeigen wir später noch, aber man kann halt sehen, wie toll man das alles kombinieren kann. Man kann natürlich auch den Streifen als Futter einsetzen oder in die Kapuze. Ja, wir machen weiter mit den Kunstpelzen. Und zwar haben wir jetzt 3 Stück in ganz unterschiedlichen Strukturen. Also nicht nur glatt, sondern durch die Struktur hat dieser Artikel eine ganz besondere Optik. So leicht meliert im Untergrund mit den naturweißen Härchen ist der Artikel Ashley und dieser kommt im September. Dann haben wir den Artikel Ottawa, eine große Rippe. Ich zeige Ihnen einmal die Größe der Rippe. Das sind nämlich ca. 5 Zentimeter und er ist richtig schön weich und dick und für Kissen, für Kuscheldecken finde ich den super schön, aber natürlich auch für Jacken, wie man hier sieht, für Hundekörbchen finde ich den ganz, ganz toll. Da braucht man noch keine Angst haben, dass der Hund da irgendwie dran rumknabbert. Alle Hundekörbchen, die man jetzt sieht, haben alle einen noch viel längeren Flor. Und das kann man bedenkenlos machen. Da kuscheln sich die Hunde auf jeden Fall richtig schön ein. Und natürlich als Kissen finde ich den richtig toll. Und dann der Artikel Sierra kommt auch im September. Und durch die unterschiedlichen Naturtöne wie ein Taub, ein Schlamm, ein Naturweiß hat es so eine ganz tolle Optik, so ein bisschen wie so ein Watercolor auf Kunstpelz. Und durch diese unterschiedliche Struktur sieht das auch alles so ein bisschen wilder aus als bei den anderen, aber genau das macht diesen Stoff so besonders. Und wir haben auch eine schöne Jacke. Genau, einmal aus dem Artikel Ashley. Ist wirklich ja, sehr edel, sieht sehr edel aus. Und in Köln hatten wir diese Jacke. Wir hatten dann auch aus dem letzten Artikel, den Pauline gezeigt hat, eben auch einen Loop-Tasche. Also es ist wirklich sehr vielseitig. Ja. Also auch für Loops sind auch die einfarbigen dann, weil er halt wirklich super kuschelig und super weich ist. Und so, wie gesagt, sieht es einfach edel aus mit dem. Ja, und die Ja, sind auch total Trend. Das sind ja genau, diese genau, ganz diese ganzen kurzen Jacken auch. ja, diese Ja, ganzen Sachen auch mit Struktur und so weiter. ja. Ja, sieht man sehr, sehr viel. Ja, wir machen weiter mit Struktur und zwar Artikel Montevideo. Und zwar ist das ein ähnlicher Artikel wie der Vanya. Den Vanya kennen ja viele von euch. Dieser ist nur ein bisschen weicher, ebenfalls für Polster und so weiter geeignet, weil er einen Martindale hat von 20.000, also diesen Scheuerungsgrad. Aus diesem Burgunditon haben vielleicht auch einige gesehen, war ja in Köln das Sofa, was ja hier auch im Hintergrund nochmal zu sehen ist. Und den gibt es in 5 Farben. Und genau, also auch für Bekleidung, aber eben halt auch für Taschen und so weiter geeignet. Und zwar in Natur, Blush, dann einmal den Burgunditon oder diesen Aubergine-Ton, Tannengrün und Dunkelblau. Und Pauline zeigt hier nochmal Modelle dazu. Ja, hier habe ich ganz viele. Natürlich unser Sofa, was Sie im Hintergrund sehen. Und natürlich unser Hundekörbchen. Wer uns in Köln besucht hat, kennt dieses Sofa. Wir durften es uns nochmal ausleihen von dem Gewinner und werden es natürlich direkt verschicken. Fällt Es uns wird schon schwer, drauf gewartet, glaube ich. Ja, aber das Neue ist schon unterwegs. ja, fürs Keine nächste Angst. Jahr, Ja, genau.
Und hier haben wir einmal ganz viele verschiedene Taschen. Hier kann man sehen, dass man den auch gar nicht kombinieren muss, weil die Struktur natürlich für sich spricht. Viele haben gedacht, es wäre der Artikel Vanya, ist es aber nicht, erst weicher und die Rippe ist wesentlich dicker. Hier einmal in Blush, ein kleines Täschchen in Grün, Nimm's ja mit den hm, ganzen Taschen. einmal in Blau, passendes Gurtband in Blau dann dazu, sieht immer toll aus. Hier dieser schöne naturweiße Ton, das ist total mein Favorit. Er ist Und einfach super Aubergine. edel, ja, Ja, genau. Aubergine und Naturweiß finde ich total toll. Und hier einmal wieder ein kleines Umhängetäschchen. Gell? Sehr Hm? gerne. So, der Artikel Bogota. Durch seine schöne Struktur schimmert er richtig toll, glänzt, hat auch Martindale von 20.000. Und hier haben wir auch wieder unsere Modefarben, kommt im September. Und hier haben wir das schöne Naturweiß, den schönen Blushton. Und wenn man mal hier so drüber geht, dann kann man sehen, wie schön ja, man dort mit Licht und Schatten spielen kann. Einmal Aubergine, Petrol und natürlich auch das Marine. Ja, hier haben wir einmal die Tasche in dem Petrolton und dann hier einmal die Jacke aus dem Natur. Unten drunter ist jetzt der Isa wieder, also der Streifenjersey aus der Kollektion, da kommen wir nachher noch zu. Also es ist wirklich wieder für Taschen, für Bekleidung. Auch dieser hat den Scheuerungsgrad. Und was in Köln sehr, sehr gut ankam, waren diese Rucksäcke. Zu dem Kunstleder kommen wir jetzt gleich, aber auch das passt wirklich perfekt zueinander. Also hier ist wirklich dann immer der dunkelblau Rex mit dem dunkelblauen Bogota. Oder Pauline zeigt jetzt nochmal den Burgunditon. Reingemogelt. Genau, und das matcht halt wirklich total. Und auch der Montevideo, auch der passt farblich nochmal exakt dazu. Und hier kann man jetzt auch sehen, Ja, wie schön die Farben zueinander passen. Das ist der Artikel Maike in dem Aubergine, Caracas, da kommen wir noch später zu, der Stepper in Aubergine, Bogota und Montevideo in Aubergine. Und hier kann man sehen, wie toll man das alles miteinander kombinieren kann. Auch immer noch mal wichtig so zu total. zeigen. Genau, da sieht man es gut. Auch hier hinten auf der Couch dann Ja, mit dem Kunstleder. Also es passt wirklich perfekt zueinander. Und kam in Köln halt auch wirklich sehr, sehr gut an. weil es auch sehr schöne Farben sind Ja, genau, edel, ne? für den nächsten Durch den Herbst. Ja, leichten Glanz, genau. Ja, hier sind wir bei dem Artikel Rex Metallic. Generell den Rex gibt es ja im Standardsortiment, also schwarz und auch viele andere Farben. Aber das sind jetzt 5 Trendfarben, 5 Modefarben, die es halt einmalig gibt dann für die Auslieferung Juli, August. Und zwar einmal in diesem Naturton, dann einmal dieser Blush, Bordeaux, Dunkelgrün, das ist so ein bisschen dunkelgrün Petrol und Dunkelblau. Und wir zeigen auch hier natürlich nochmal die Modelle dazu, aber ich zeige euch jetzt einmal, wie der Bogota sehr, sehr schön dazu passt und auch der Montevideo. Also man sieht wirklich, es passt perfekt. Genau, und jetzt kommen nochmal die Modelle dazu. ja, wir haben hier wieder wunderschöne Taschen und hier haben wir Rex Metallic in Naturweiß zusammen mit dem Artikel Helena in dunkelgrün vernäht. Hier haben wir einmal auch Naturweiß mit Naturweiß und das finde ich total toll, dass man die gleichen Farben hat, unterschiedliche Qualitäten und damit richtig schön spielen kann. Und hier einmal Blau Metallic als Tasche. Und natürlich haben wir auch Natürlich. natürlich Entschuldigung, dass ich es ja, nicht mitgebracht habe. das Kissen von unserem Sofa. Da haben wir einmal eine Seite aus Rex Metallic, machen auch ganz viele Lederkissen und dann den Bogota. Und man kann natürlich jetzt die Seite, die einem Besser gerade gefällt. ja, oder man wechselt jede Woche. Man kann auch alle Farben vernähen und dann durchgehend wechseln, 7 Tage lang. Ja, Ja, mega. so, den hast du ja schon angedeutet gerade. Ja, Caracas.
Unser Stepper für September ist wieder ein geprägter, also hier kann man's, guck mal die Rückseite, die Prägung sehen. Also, wenn man ihn zuschneidet, ribbelt nichts auf, es ist kein Faden, es ist wirklich die Prägung, also kann man ihn super schön verarbeiten. Kommt im September. Hier haben wir die Töne Senf, Aubergine, Petrol, Marine und einen schönen Taubton. Ja, hier haben wir einmal Taschen, und zwar einmal in dem Bordeaux, dann einmal in dem Dunkelblau und hier einmal die kleine Tasche in dem Senfton. Der ist ein bisschen wie Tokio, aber nicht Genau, so dick. Er ist ein bisschen, dünner, finde ich. Also vom Griff her ist er ein bisschen dünner, weil für Jacken sehe ich den auch. genau, den sehe ich tatsächlich, Jacken, Westen und Ja. so weiter, ja. So, weiter geht's mit einem Kunstlederartikel MIG. Der wird dubliert ausgeliefert. Wir haben das ausprobiert, genau, und da wird es auch keine Qualitätsprobleme geben. Also auch die Ware kann ohne Probleme dubliert ausgeliefert werden. Gibt es in 2 Farbstellungen, und zwar einmal in diesem ja, Camel hellbraun Ton und einmal in schwarz. Ich zeige hier auch noch einmal die Rückseite dazu. Also die ist schwarz in beiden Fällen. Schön weich, und genau, Pauline zeigt hier auch nochmal Modelle dazu. Ja, hier haben wir wieder eine Crossback, Bauchtasche und hier einmal in schwarz eine schöne Umhängetasche und hier sieht man auch die schöne Struktur. Und jetzt kommt mein absolutes Highlight. Diese Tasche zusammenvernäht mit dem Artikel Helena in Natur. Und man muss auch auf die Kleinigkeiten achten. Hier diese kleinen Täschchen aus dem Kunstpelz mit dem Kunstleder zusammen kombiniert, ist eine richtig schöne Kombi. Also es ist eine wunderschöne Tasche geworden. Ist dein Ding, ne? Ja. Mhm. Und mit Kunstleder geht es weiter. Der Artikel Björk kommt auch dubliert. Und hier haben wir wieder 2 Farbstellungen. Natürlich der Klassiker Schwarz muss immer dabei sein und ein schönes Rotbraun. Kann man auch für Jacken, Mäntel verarbeiten können. Das sehen wir auch gleich. Wir haben einen wunderschönen Mantel aus dem Rotbraun da. Kommt im Juli, August. Und ja, Ja, Pauline hat es schon angesprochen. Kann man auch perfekt für Bekleidung, also in dem Fall ein schöner langer Mantel aus diesem Rotbraun. Das Top ist jetzt aus dem Artikel Mia, den wir nachher noch zeigen. Das ist ein Rip-Jersey. Auch das ist farblich wieder aufeinander abgestimmt. Also hier findet man das so mit Herzen, auch das Rotbraun dann. Und wie gesagt, man kann das Kunstleder dann auch wirklich natürlich wieder für Taschen nehmen. Genau, aber man sieht halt auch, es geht halt auch ohne Probleme für Bekleidung. So, weiter geht es mit einem Kunstlederartikel Elvis. Hat halt genau so eine leichte Struktur, gibt es in Schwarz. Schwarze Rückseite, ist auch schön weich, fällt schön, und auch hier, den sehe ich dann halt auch, so wie gerade für Mäntel und so weiter, aber natürlich auch wieder für Taschen. Und die zeigen wir euch jetzt. ja, hier haben wir eine Tasche und den finde ich ganz besonders toll, weil er halt auch klassisch aussieht. Den finde ich für eine Lederjacke, Kunstlederjacke, nämlich auch mega, mega gut. Es ist halt ein ganz klassisches, genarbtes Leder und richtig schön weich und es kommt natürlich dubliert. Dadurch nimmt es nicht allzu viel Platz weg. Ja, du hast gerade gesagt, genau, er ist schön Ja, leicht, weil sonst hat man ja auch häufig, dass das Leder eben so bockig ist, so steif, und das hat man bei dem eben gar nicht, nee, und deswegen kann er halt auch dubliert ausgeliefert werden. kannst ja auch Genau. mal hier reinhalten. Ja. Die Deckenkamera. Hier kann man es schön sehen, wie weich. Macht die ganze Zeit zwar Lärm, das ist auch fest, aber es ist wirklich ein richtig schönes, weiches Kunstleder. Also ideal für Lederjacken. Und dann haben wir natürlich auch noch den Artikel Debbie, kommt auch dubliert, ist ein gestepptes Kunstleder, ideal für die Collegejacken, Blousonjacken.
Also ein richtig, richtig schön, auch sehr weich, überhaupt nicht steif. Haben wir 3 Farben, ein Camelton, wieder das Rotbraun und einmal schwarz. Ja, hier haben wir einmal die 3 Taschen und im Hintergrund sieht man den Blouson in schwarz. Also sieht super edel aus. Hier auch mit dem Abschluss hier in weiß und schwarz. Genau, und dann natürlich halt auch eben Taschen natürlich, ne, die dann durch diese Prägung auch nochmal edel aussehen. Nehmen wir dir ab. Vielen Dank. Sehr gerne. Herr Lammers. Ist wieder ein sehr gutes Miteinander. So, und dann kommen wir zu Artikel Yoko. Yoko ist, ja, den kann man perfekt für Taschen, ist schön weich, ist auch relativ leicht, hat so ein bisschen so eine 3D-Optik und sehe ich aber auch für Röcke, Innenfutter und so weiter. Und auch da zeigen wir noch mal was. Ja. Ich habe es einmal gezeigt. Hier ist einmal der Artikel Maverick, da kommen wir gleich noch zu, als Futter verwendet. Ich finde diesen aber, weil er sehr elegant wirkt und nicht zu dick ist, also er ist so wie eine festere Folie, finde ich das auch richtig toll, wenn man ihn als Innenfutter verwendet, weil es sieht halt total edel aus, also total schön. Und wenn dann die Jacke so ein bisschen aufblitzt und man das dann hier so als Innenfutter drin hat, finde ich schon sehr, sehr schick, weil der halt wirklich so eine richtig tolle Optik hat, der Artikel Yoko. Und ich kann es mal so, dann kann man noch mal sehen, wie dünn er ist und richtig schön weich. Also, ich mag ihn total gerne, auch für dünnere Taschen, wie man es hier oben sieht, für kleine Crossbags. Also, da kann man schon viel mitzaubern und kommt natürlich auch dubliert. Und der sieht halt sehr edel aus, ne? Durch den Ja, leichten Glanz, durch diese 3D-Optik so ein bisschen. Ja. eile mich. Eile. Artikel Naomi haben wir natürlich auch wieder in unseren Modefarben zur nächsten Saison, und zwar in einem Fliederton. Der Artikel Naomi kommt im Juli, August. Das ist unsere gekochte Wolle. Haben wir auch im Basic-Sortiment in Naomi und Naomi Melange in vielen verschiedenen Farben. Und da peppen wir das immer mit den Modefarben aus der Kollektion auf. So hat man immer wieder die trendigen Farben für seine Jacken, Mäntel, Overalls. Und ja, wir starten einmal mit dem Flieder, der Blushton, Burgundi, was natürlich die Trendfarbe sein wird im nächsten Herbst, Dunkelgrün, Petrol, Marine und natürlich das Aubergine. Ups. Hier haben wir 3 Modelle. Also kann man natürlich perfekt auch wieder für die ganzen Overalls und so weiter, aber es sind eben nicht nur die Overalls. Man kann auch wirklich, ob das Jacken sind im Kinderbereich, im Damenbereich, im Herrenbereich und so weiter. Hier sieht man dann auch im Hintergrund, das Oberteil ist jetzt aus dem ISA, haben wir gerade schon mal in einer anderen Farbe gesehen bei einem Modell. Auch das ist farblich dann wieder alles perfekt zueinander abgestimmt. Genau, auch das Innenfutter der Kapuze. Also das sind dann immer die Trendfarben aus der Kollektion und genau, also ist einfach ein toller Artikel und das sind wieder die Trendfarben. Ja, Das gleiche haben wir hier, Artikel Juna, kennen viele aus dem Basic-Sortiment und auch der ist wieder in der Herbst-Winter-Kollektion in 5 Trendfarben. Und zwar haben wir hier einmal, also es ist dieser Niki Cord Jersey, genau, gibt es einmal in dem Blush, Flieder, Aubergine, dieses Grün Petrol und Dunkelblau. Genau. Und wie gesagt, der ist in vielen Farben im Basic-Bereich, den ihr immer bekommen könnt. Und das sind jetzt die Trendfarben, die dann halt bis zum 11. Mai bestellbar sind. ja, und wir haben es vorhin schon einmal gezeigt. Die Kombi finde ich halt auch mega gut. Das Naturweiß, ich kann es nicht oft genug wiederholen, mit dem Aubergine. Und hier haben wir einen klassischen Rollkragenpullover. Ich finde den Artikel Juna aber auch total toll für ein
äh, Jogginganzug für Hausanzug, genau. Loungewear. Ja, Also, das ist, bequem und sieht gut aus und, sieht nicht gleich so, ja, wie soll man sagen, nicht angezogen aus. genau. Also, finde ich total toll. Auch für, also, für ich würde es auch zum Schlafen anziehen. Ich würde mir da auch 'n Schlaffi draus machen. Finde ich alles Ja. finde ich richtig toll. Der ist halt wirklich auch der ist ja angefangen mit einem Modeartikel und Ja, dann hatten wir 2 Saisons und dann wurde er dann halt irgendwann zum Basic in gewissen ja. Farben und, ja, der hat sich wirklich etabliert. Ja, wenn man das zu Hause anhat und sich wohlfühlt oder auf Reisen, im Auto, man Ja, kann auch Hoodies und so weiter, ne? ja, man Also, kann trotzdem aussteigen. ja, Also, ist egal. Pumphosen für Kinder, Ja, also es ist wirklich, 'ne ja, schöne und der hat so 'n ganz, ganz leichten Glanz, also sieht dann auch, doch irgendwie edel ja, aus. deswegen sage ich, man kann die sich wirklich 'nen bequemen Jogginganzug draus nähen Ja, der ist auch und geschmeidig von der aussteigen. Rückseite, ne? Ja, Ja, und dann ist man trotzdem schick angezogen. ja. Wir müssen aber auch noch andere Artikel vorstellen. Wir können nicht nur über Wir Juna haben reden. noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen was. Der Artikel Bergen, Auslieferung Juli, August, ein Ottoman-Jersey, wird auch ganz oft benutzt, als Bündchenersatz, weil er total formstabil ist. Also er gibt nach, springt aber sofort in seine Form zurück. Die Rippe ist hier längs und hier haben wir auch unsere Modefarben. Blush, Aubergine, Burgundi, Petrol, Marine und schwarz. Und wenn Sie das Modell in schwarz sehen möchten, das kommt ganz zum Schluss und so lange müssen Sie dann dranbleiben. Das haben wir Hast du uns wieder für clever ganz zum ja, Schluss überlegt. wir oder du? Und ich zeige auch noch mal die Rückseite. Die ist nämlich glatt und die Vorderseite hat die Rippe. Ja, wie du sagst, für Oberteile, Ja, auch Bündchenersatz finde ich super. Bündchenersatz, Ja, Mützen und so weiter, ja. wenn man doch, irgendwas mit Struktur also, wenn man doch 'ne Rippe haben möchte. Genau. Ja, So, für Mützen, ja. Hatten wir ja, letztes Jahr, glaube ich, auch ganz viele draus. mhm, genau, diese Hipster Ja, und, ja. so 'n schönes Label drauf und das sieht immer schick aus. Dann kommen wir zu Artikel Skagen. Skagen hatten wir vor 2 Jahren schon in der Herbst-Winter-Kollektion. Gibt es jetzt neue Farben und ist ein toller, etwas schwerer Sweat. Und den haben sich halt auch einige wieder gewünscht. Und deswegen genau, gibt es da jetzt schöne neue Farben. Und zwar einmal in dem Blush, einmal in dem Aubergine, Burgundi, Petrol, dunkelblau und schwarz. Und auch hier haben wir sehr schöne Modelle dazu. Ja, hier haben wir ein Hoodie oder ein Pullover in, Aubergine und hier kann man auch sehen, dass, die Modefarben wieder perfekt dazu passen und hier wollte ich einmal zeigen, dass man ihn total toll verarbeiten kann. Den muss man einmal richtig nah zeigen. Also, auch wenn man ihn, doppelt nimmt oder dreifach nimmt, man kann super schöne Nähte damit machen. Das zeige ich auch mal von der Seite. Hier die Knopfleiste, das ist wirklich richtig toll verarbeitet und auch die Ärmel. Also, es ist überhaupt nicht steif, wenn man, sich da eine Jacke oder sowas draus macht oder halt so eine schöne eng anliegende Jacke. Kann man super toll verarbeiten. Ja, und halt auch wirklich für Männer, Frauen, Kinder, also sehr, sehr vielseitig Unisex, ja. einsetzbar. Genau, total. Maverick wird im Juli und August ausgeliefert. Hatten wir vorhin schon einmal gesehen als Futter. Haben wir in 3 verschiedenen Karoarten. Und ich starte einmal mit der ersten. Hier einmal in dunkelgrün mit hellgrün und dunkelblau mit beige. Hier haben wir 3 verschiedene Farben. Dieser passt auch perfekt zu unseren Aubergine- und Burgunditönen aus der Kollektion. Da kann man auch super toll mitspielen. Dann hellblau und blau. Ah, hat einer nicht gebügelt. Hast du nicht gebügelt, Matthias? Ne, tut mir leid. Ich glaube aber, das war ne, ich war für die erste und die dritte Lasche Ach verantwortlich. so, Die in ja, der Mitte, ja, das ja, war ist deine, klar. Ja, glaube ich. ich habe gedacht.
Du übernimmst das mal. Und hier haben wir in Grau und Schwarz ein Karo. Ja, so kommt alles raus. Ist so. Und so, wir müssen ja professionell sein. Ja, Und hier einmal in Dunkelrot mit Hellblau und den Klassiker Schwarz und Weiß. ja, und hier kommen wir zu einem gebügelten Hemd. Genau, also das ist ja dieser Flanell, der halt wirklich für Hemden im Damen-, im Herrenbereich, auch für Hausanzüge, Innenfutter, also sehr, sehr vielseitig, hatten wir auch die letzten Jahre ja immer schon. Also die Qualität, genau, sind jetzt einfach neue Karos. Gibt es einmal den Maverick in der Herbst-Winter-Kollektion und es gibt auch noch den Maverick in der H&H-Kollektion. Und dann gibt es auch noch den Artikel Hudson, ist der Artikel in einfarbig oder so leicht meliert. Die passen auch immer schön zueinander und der ist dann ebenfalls in der H&H-Kollektion. Genau. Ja, wir können es ja mal einmal kurz Also du hast das zeigen. Magazin noch, genau, perfekt, genau. Das ist Maverick aus der H&H-Kollektion. Also ist gleicher Artikel, nur andere Karos. Genau. Und das ist dann Hudson. Ja, Das ist genau. sozusagen der im Denim-Look. Der Uni in Denim-Look. Genau, so ganz leicht meliert. Das ist dann Ja, eben nicht ein reines Uni, sondern so leicht meliert, sieht dann auch super edel aus und hatten wir in Köln dann ja auch, dieser Rock kam sehr, sehr gut an. ja, Genau, aber auch dann die die Herrenhemden, Kleider. die Kleider, genau. Ja, es ist nicht nur für Kleider, auch die nicht nur für Kleider, nicht nur für Hemden, auch für die, ähm, sage ich mal, diese Boyfriend-Hemden, die Ja, man halt auch als Kleid tragen kann mit genau. einem Gürtel. Den kann man sich natürlich super aus unseren Lederartikeln machen, selber Gürtel machen. Funktioniert damit nämlich auch richtig, richtig toll. Mach weiter. Artikel Isa, das ist der Baumwoll-Jersey. Den hatten wir ja gerade schon mal anhand von ein paar Modellen. Da konnte man ja schon sehen, dass es auch wieder perfekt zu den ganzen gemusterten Stoffen passt. Und zwar haben wir hier einmal dunkelgrün mit einem Aprikot, dann einmal Aubergine mit Flieder, dunkelblau mit weiß, der Klassiker, dann einmal Burgundi mit dem Blush, Petrol mit einem Hellblau und nochmal ein Klassiker Schwarz-Weiß. Genau, und hier sieht man zum Beispiel auch bei Artikel Naomi, dass man das wirklich sehr, sehr schön kombinieren kann. Ob es jetzt der Petrolton ist, Die beiden hier. genau, diese beiden, genau, da sieht man es noch besser, wenn sie genau nebeneinander, also wirklich dieser Streifen Blush mit Burgundi und da gibt es dann auch die passenden Walks dazu. Ja, blau. Ja, genau, der Klassiker Ja, einfach, ja. also sehr schön, da kann man die ganze Zeit mitspielen. Ja, absolut. Es passt wirklich perfekt. Das ist zieht sich durch die ganze Kollektion, dass man die untereinander auch kombinieren kann. Ja, Auch bei den Designern dann später. und natürlich auch die ähm, Artikel der H&H, die jetzt noch in der Vororder sind, die halt zum Herbst ausgeliefert werden. Da wird auch immer darauf geachtet, dass die Modefarben, die Sie ja dann natürlich in unserer Kollektion dazu bestellen, natürlich auch dazu passen. Dass da nicht wieder neue Modefarben dazukommen, sondern dass die ganze Kollektion im Herbst, die wir ausliefern, aufeinander abgestimmt Ja, ist. ob man dann einen Thementisch macht oder so Ja, eine Farbwelten. Es passt wirklich alles ja, untereinander, also auch kollektionsübergreifend mit H&H und Herbst, Winter. genau. Ja, Die Sachen, die ganzen Designs von Kibadu sind komplett auf unsere Herbst-Winter-Kollektion abgestimmt und da kann man halt super toll auch noch mitspielen. ja. Und wir machen weiter mit unserem Modal French Terry Frida. Frida kommt im Juli, August und hier haben wir ein Design auf Aubergine mit Beeren in einem hellen Blushton. Einmal Blätter mit kleinen Wiesenblumen. Ach, sieht man es gar nicht richtig. Erzähl und erzähl. Und einmal ein kleineres Design auf Schwarz, auch mit Blättern und Zweigen. Ja, hier die oder zwei Modelle aus den vermeintlich größeren Designs. Hier unten dann einmal mit dem Kunstpelz als Abschluss. Auch das passt dann farblich wieder dazu. Und hier einmal die Jacke. Genau, kann man natürlich auch, hier wurde jetzt der Abschluss
mit dem Bündchen in dem Altrosa. Auch da passen natürlich viele andere Farben dazu und das Design wirkt auch einzeln dann einfach. Ja, Ja. braucht nicht viel mehr. So, dann geht es weiter mit einem Artikel oder mit dem Artikel Esther. Das ist ein French Terry, gibt es in 4 Designs. Einmal hier das florale Design. Dann hier nochmal ein florales Design in so unterschiedlichen Blau-Grautönen. Hier einmal dieses grafische Design auf schwarz. Und dann hier einmal auf schwarz mit Flieder, Aubergine und dem Grün. Und jetzt kommen wir zum Baumwoll-Jersey Finn. Finn wird auch im Juli, August ausgeliefert. Hier haben wir eine kleine Serie aus 7 verschiedenen Designs, die aufeinander abgestimmt sind. Alles in dunkleren Tönen gehalten, wie zum Beispiel der Bär im Heißluftballon, der Bär im Wald und hier einmal ein Wald bei Nacht. Und hier haben wir einmal den Fuchs, jeweils immer mit einem Kombistoff. Das ist der Kombistoff zu dem Grauen. Und das ist einmal der Fuchs auf kariert und das ist dann der karierte Kombistoff dazu. Und Matthias zeigt jetzt einmal die richtig tollen Modelle aus Artikel Finn. Genau, hier sind einmal die Kinderpullover gemacht, wobei ich auch sowas hier zum Beispiel kann man natürlich auch super für Erwachsene nehmen. Auch das Design könnte man jetzt so für etwas ältere Kids noch nehmen. Hier dann genau ein bisschen gespielt mit der Känguru-Tasche, mit dem anderen Design nochmal dazu. Ja, sehr vielseitig und auch das Karo, was jetzt hier nicht als Modell, auch den kann man natürlich sehr gut für Erwachsene nehmen. Ja, ein Plot drauf oder so. Ja, genau, das macht es dann auch nochmal, dass man es auch Ja. nochmal so ein bisschen Ja, aufpeppt. oder mit den Covernähten sieht es natürlich auch toll aus. Ja. So, dann kommen wir zu einem Baumwoll-Jersey, Artikel Forest Friends. Gibt es in 2 Farbstellungen und 3 Designs. Die erste Farbstellung ist einmal dieses ganz zarte, pastellige Mint und zwar mit dem Eichhörnchen und den Blättern. Dann hier einmal die Bäume und Blätter und einmal die Igel und die Blätter. Und diese 3 Designs gibt es dann auch nochmal auf dunkelblau. Hier oben sieht man dann auch die Modelle nochmal dazu. Und zwar genau das Eichhörnchen auf dunkelblau, die Bäume und den Igel und die Blätter. Und jetzt kommen wir zu dem Artikel Mia. Haben wir vorhin schon mit den Herzchen unter dem Mantel gesehen aus Björk. Und jetzt stellt er sich scharf, ja. Hier haben wir das Herzchen-Design abgestimmt auf unsere Kollektionsfarben, auf Naturweiß, eine Rip-Jersey für viele, die Mia nicht kennen. Also eine richtig tolle Qualität, immer wieder beliebt. Dann einmal dieses schöne Blätterdesign in richtig schön natürlichen Tönen. Also hier finde ich die Farbwahl richtig toll. Da hatte jemand ein ganz, ganz tolles Auge für die Farbkombination. Und einmal ein bisschen heller, auch mit Blättern und Zweigen. Und Matthias hat 2 kleine Modelle da. Genau. Und zwar die Oberteile hier mit den Herzen, das hatten wir vorhin schon mal im Erwachsenenbereich gesehen. Und diese ganzen Herzen, es passen wirklich perfekt die Trendfarben aus der Kollektion dazu. Ob das Flieder ist, ob das Burgundi ist, ob das Aubergine ist. Das kann man wirklich super miteinander kombinieren. Und hier dann einmal genau das Oberteil. Also perfekt für ja, Kinder, Erwachsene. Ja. Ja. Und eine schöne Qualität. Die Qualität ist total beliebt. Genau, deswegen ist sie halt auch immer wieder in der Kollektion. Oder in unserem Newsletter. Oder jetzt im Newsletter, Ja. genau. Und das kommt dann ja auch immer ganz gut an. Mhm. So, dann kommen wir zum ersten Designerartikel und zwar von Thorsten Berger.
Ich fange an mit der Viskose Webware. Gibt es in 2 Designs. Und zwar einmal das mit den Blättern auf Petrol und einmal auf Dunkelblau. Ja, Thorsten hatte ja in den letzten Jahren immer wieder auch Viskose Webware. Also er hat nicht nur Panels, die auch gut ankommen, aber eben halt auch Viskose Webware und auch die kommt wirklich immer gut an. Und die Farben sind immer sehr brillant, sehr kräftig, knallig. Genau. Und da gibt es jetzt einmal dieses Design und dann einmal das grafische Design in den gleichen Farbstellungen, also hier wieder auf Petrol mit Schwarz und Lila und einmal auf Dunkelblau mit dem Korallrotton. Und hier sieht man auch nochmal, wie perfekt das zueinander passt. Sind einfach nur 2 unterschiedliche Designs. Dann kommen wir zu den French Terrys von Thorsten Berger. Das ist so ein bisschen so ein abstraktes Design, gibt es in 3 Farbstellungen, also ideal für Hoodies, Hosen, Hausanzüge, genau, auch im Kinder- und Erwachsenenbereich. Einmal rot mit schwarz, lila schwarz und Mint mit schwarz. Sehr gut, vielen Dank. Sehr gerne. Dann gibt es natürlich wieder Paneele, die zeigen wir aber gleich nochmal. Und zwar einmal mit dem Fuchs. Und hierzu gibt es auch natürlich wieder die Kombistoffe. Deine Hand macht's. Genau, einmal diesen ja, leicht melierten, gemuschelten, wie man auch möchte, aber es ist auch einzeln immer ein guter Stoff. Gemuschelt. Ja, das ist. Meine Kunden werden es wissen, dass ich das immer gerne sage. Genau, und hier einmal der Untergrund von dem, den wir gerade hatten und dann sind nochmal diese ganzen Linien darauf. Zeigen wir aber gleich gerne nochmal. Habe ich wieder was gesagt. Genau, dann einmal auf Bordeaux mit dem Schriftzug. Das ist jetzt kein Panel, auch das zeigen wir gleich nochmal in groß. Hier dann einmal der Kombistoff. Und auch hierzu gibt es ein Panel. Man sieht es hier oben schon mit dem Erdmännchen. Und das dritte Panel aus der Kollektion ist ein Einhorn, ein cooles Einhorn mit einer Lederjacke. Und auch hier sieht man es dann, gibt es exakt den passenden Kombistoff dazu. Und da zeigen wir euch jetzt nochmal die Modelle dazu. Da bin ich wieder. Hallo. Genau. Ja, it's magic. Und dann kommt das Einhorn noch dazu. Genau. Hier einmal den Kombistoff dazu. Paneele sind wieder 85 cm, wie ihr es gewohnt seid. Hier geht die Rückseite mit dem Streifen weiter. Krieg ich so hin? Meinst du? Ich glaube schon. Wir werden sehen. Ich darf nur nicht ans Mikro kommen. Letztes Mal bin ich immer so oft ans Mikro geschlagen. Dann einmal den Fuchs. Hier haben wir die Rückseite. Und genau, und die beiden Kombistoffe, die man auch einzeln sehr, sehr gut nehmen kann. Auch da waren die Modelle in Köln, die kamen wirklich gut an. Also da wurde der hier auch einzeln verarbeitet. Das war wirklich cool. Ja, wir können ja nicht alles präsentieren Ja, hier, aber dafür, aber dafür ist ja dann auch die Bilddatenbank da. Da kann man natürlich auch immer perfekt gucken. Und das kam gut an. was ist das? Ja, gar kein Thema. Ich habe nämlich, schwuppdiwupp, weg ist es. Hm? Ja, Magic, Matthias, ey. So fährst du. Fragen wir aber nicht, wie es hinter der Kamera aussieht. Genau, und hier haben wir einmal den All-Over, also eben kein Panel. Und Pauline zeigt jetzt gerade nochmal einmal das Panel mit dem Erdmännchen. Rückseite geht dann einfach mit dem Bordeaux weiter. Genau, und dann den Kombistoff. Aber auch die kann man untereinander alle kombinieren. Also ich kann jetzt noch einmal bei dir sieht's. Ich nehme dir das mal ab. Nee. Den, bitte. Den bitte. Bitte. Jetzt habe ich es im Knüpp. Soll ich dir helfen, Matthias? Nee, ich habe auch meinen. Hier sieht man es einmal
wie man auch das, Panel mit dem Schriftzug, verarbeiten kann. Oh so, und es ist ja auch noch das Modell sehe ich ja jetzt erst. Komm. Jetzt Die mache Visko ich aber hier Magie. Schwupp ist Matthias weg. So, ich stelle das einmal mal hier ein bisschen hin. Einmal hier dieses wunderschöne Kleid mit dem Blätterdesign aus Viskose. Ich finde halt die Damen Designs, finde ich immer sehr schön von ihm. Es ist halt komplett immer was anderes und, liebe ich. Ja, es Finde ist ich halt immer irgendwas. genau, das ist ja das, weil die Farben immer so wirklich so knallig brillant sind, das Ja, kommt wirklich gut an. Das finde ich ist total dann halt schön. Thorsten Berger, ja. Hier einmal das mit dem dunklen Petrol und Aubergine. Ich finde, er hat auch ein unheimliches Gespür, Farben miteinander zu kombinieren. Ja. Dann haben wir natürlich hier die Paneele. Einmal das, Einhorn kombiniert mit Vanessa aus, unserem Basic-Bereich. Hier einmal das Erdmännchen zusammen mit dem, All Over mit dem Stay Curious Schriftzug. Hier einmal nur Stay Curious und dann als, Kapuzeninnenfutter wurde der andere Kombistoff, wo nichts draufsteht, wo nur die leichte Struktur zu sehen ist, benutzt. Der Gemuschelte. Der Mhm. gemuschelte, hier haben wir den anderen gemuschelten. Jetzt hast du wieder, ne? Ja. Und hier als, Kängurutasche wurde das Panel eingesetzt. Auf dem Panel kann man nämlich hat man eine kleine hast du das noch einmal da, das Panel von dem Fuchs? Ja. Da hat man nämlich eine kleine Linie, wo Ne, das habe ich nicht. dieses Design da Schwupps. ist. Jetzt habe ich aber was So. gemacht. Diese Linie, die hier zu sehen ist auf dem Panel. Ist hier einmal an die Seite gesetzt und das hat der Designer dieses wunderschönen Werkes hier als Tasche noch benutzt. Finde ich total toll, wenn was beim Panel übrig bleibt, das als Tasche einzusetzen. Hier kann man natürlich das Panel sehen, kann man natürlich auch wieder sehen, dass das für kleine Größen auch wieder super geeignet ist. Also dass es nicht nur ab einer bestimmten Größe losgeht, sondern für Kinder ist da auf jeden Fall, kann man die Panels alle vernähen. Und hier einmal der geskribbelte und hier kann man auch sehen, dass man auch diesen als Kombistoff benutzen könnte. Ja, eine sehr schöne Herbst-Winter-Serie. Aufeinander abgestimmt wie immer. Ja. Genau. Ja. Schöne Panel-Motive. Mich guckt der Fuchs die ganze Zeit an. So, und wir machen weiter mit der Kollektion von Bienvenido Colorido für den Winter. Liebe Grüße nach Spanien an dieser Stelle. Und wir starten auch hier mit der Viskose Webware. Das ist Artikel Indian Summer. Alle Artikel von Bienvenido Colorido werden im Juli, August ausgeliefert. Und hier haben wir einmal ein florales Design und hier sind die Blüten mit ganz, ganz, ganz feinen Linien gezeichnet auf Aubergine mit Flieder. Hier mit knalligen Rottönen und einem Petrol. Und einmal ein buntes Design mit den weißen Blütenblättern. Und dann kommen wir zu dem Artikel Indian Summer Ornament und wie der Name es schon sagt, das war einmal Indian Summer und jetzt bekommen wir Indian Summer Ornament und hier sind die Blumen als Ornamente angeordnet. Einmal auf Aubergine und einmal mit Flieder auf Schwarz. Diese viskose Webware hat die Blätterrippen, also dieses Blätterskelett oder diese Outlines ganz dick gezeichnet in Aubergine, Blush und einem Terrakottaton. Finde ich auch ein sehr, sehr schönes Design. Dann einmal in diesem wassergrünen Petrolton mit Blush. Und hier einmal schwarz mit Aubergine. Und auch hier finde ich das Farbzusammenspiel total toll. In the Woods ist ein French Terry. Und hier gibt es natürlich für die Kinder wieder viel drauf zu entdecken. Und das macht diese Stoffe immer so einzigartig. Da kann man gar nicht viele Farbstellungen von machen. Da gibt es die eine Farbstellung, wo man ganz viel drauf entdecken kann. Und
Für Kinder haben wir natürlich oder auch für Erwachsene die Pilze auf Jersey. Das ist der Artikel Amanita, einmal Altrosa und Altmint. Passend dazu zu den Pilzen aus dem Wald kommen auch die Eulen als Baumwoll-Jersey. Hier haben wir einmal Altrosa, Altmint und diesen tollen Burgunditon. Und da Eulen nur auf Jersey nicht genug sind, haben wir auch Eulen auf French Terry in Mint, Altmint mit Gelb und Altrosa. Als French Terry haben wir auch Eicheln und Blätter auf Aubergine und Schwarz. Der Artikel Levante hat auch wieder ein Design aus Ornamenten auf Lila mit Blush. Einmal Schwarz mit Altmint und Schwarz mit Auberginen. Und der Artikel Camino, ein Modal French Terry. Camino bedeutet so viel wie der Weg. Und man sieht hier diese ganzen Wege, mal gebogen, mal mit Kurven, mal kurz, mal lang. Da kann man wieder so seine eigene Geschichte draus machen. Auf Altmint und Blush mit Anthrazit. Ja, hier sieht man die ganze Kollektion von Bienvenido Colorido. Also auch da sieht man wieder, wie es perfekt zusammenpasst, wie auch die, wie man hier erkennen kann, die Modefarben von den ganzen Basics wieder dazu passen. Oder hier auch bei der Viskose Webware mit dem Sweat dann. Genau, das ist wirklich farblich super harmoniert. Und genau, ob es jetzt Kleider sind aus der Viskose Webware oder auch mal ein Tuch, genau, Röcke aus dem Viskose, aus dem Baumwoll-Jersey, dann Kleider, also ja, Oder auch natürlich immer die auch, passende Tasche. auch das passt dann wieder perfekt dazu, Ja. genau. Und genau, hier aus dem Levante dann dieses Kleid und oder hier die Viskose Webware. Also es ist wirklich alles schön stimmig aufeinander abgestimmt und ja, eine tolle Kollektion. Ja, oh, jetzt habe ich mich eingebaut. So, dann kommen wir zu den Designs von Christiane Zielinski. Ich fange an mit den French Terry und zwar einmal hier mit den Eicheln und den Blumen. Gibt es einmal in dieser bunten Variante und dann einmal beige mit weiß. Dann nochmal ein French Terry Artikel Herbstfrüchte. Gibt es in 3 Designs, jeweils auf schwarz und zwar einmal mit lila, einmal ein helleres Petrol und Terrakotta-Orangetöne. Dann nochmal ein French Terry Artikel Schneegestöber, wie es der Name schon sagt. Einmal die Bäume im Hintergrund und dann die weißen Punkte, also die Schneeflocken. So, hier haben wir einen Modal French Terry. Meine Hand nimmt auch. Ja, toll. Genau. Das kam mir von Herzen. Einmal wir sind noch auf Sendung, in 4 Farbstellungen und zwar einmal in Flieder, Blush, Burgundi und Beige. Und weiter geht's mit Baumwoll-Jerseys, Artikel Winterblumen. Gibt es in 3 Farbstellungen. Ja, kann man perfekt für Kleider nehmen, aber auch den sehe ich dann jetzt für Innenfutter. Ob das Mäntel sind, Wollmäntel, Walkmäntel, ob das Wollwalk-Overalls sind, da kann man den perfekt nehmen. Und zwar einmal auf Flieder, auf Aubergine und auf dem Blush. Und dann kommen wir
zu dem Artikel Life in the Forest. Einmal auf weiß den Schneefuchs, dann auf diesem zarten Flieder die Motte und der Mond und die Schnecken auf Natur. Dann haben wir hier einmal den Igel auf Natur und auf Rot. Alles noch der Baumwoll-Jersey Life in the Forest. Dann einmal auf Natur die Wildschweine. Nee, finde ich auch richtig cool. Ja, total. Ja, weil es mal und was anderes ist. genau. Und einmal auf Mint. Ein anderes Tier. Ja, Die Frischlinge dazu. ja. Dann den Waschbären auf Natur und auf einem schönen Tannengrün. Und nochmal der Baumwoll-Jersey mit den Eichhörnchen auf Natur und auf diesem zarten Rosa. Und hier haben wir eine Baumwollwebware, Artikel Winterwolken. Gibt es einmal auf Altrosa und auf Dunkelblau. Und der letzte Artikel von Christiane Zielinski ist eine viskose Webware, Altrosa mit den Blumen in Natur. Und das gleiche Design nochmal dunkelgrün mit Natur. Und wir zeigen jetzt nochmal die ganze Kollektion. Ja, hier haben wir alle Modelle einmal ausgestellt. Ich verdecke noch eins, ich gehe mal einmal kurz zur Seite. Hier haben wir ein Komplett-Outfit von Hose bis Bluse aus der viskose Webware. Hier einmal der French Terry als Sweatjacke. Dafür ist ja der French Terry immer besonders toll für Sweatjacken. Ist nicht zu dick, nicht zu dünn. Hier einmal die gestickten Blümchen in 2 Varianten. Einmal mit grün vernäht, einmal mit dem Blush. Also so kann man hier auch sehen, es wirkt halt komplett anders, je nachdem, was man für Kombistoffe verwendet. Einmal etwas zarter und hier mit dem Grün ist es ja ein bisschen kräftiger. Und hier haben wir einmal die tollen gezeichneten Tiere wieder kombiniert mit dem Blush. Und hier der Artikel Schneegestöber als Hoodie. Und als Kombi haben wir hier einmal aus dem Artikel Honey, das ist ja der Heavy Sweat, die Blümchen mit passendem Rock und Kleid. Und so hat man ein komplettes Outfit. Wenn es über Tag schön warm ist, hat man ein Kleidchen drunter. Und wenn es dann kälter wird zum Abend, kann man aus demselben Stoff, dieselbe Farbe, noch eine schöne dicke Jacke nähen. Jetzt kommen wir zur Kollektion von Cherry Picking. Und hier starten wir mit der Viskose-Webware Walking. Zu dieser Kollektion muss man eben sagen, es gibt knallige Designs, aber auch gedeckte Töne. Also hier findet man wirklich alles. Wer es knallig mag, findet hier was. Und wer es gedeckter mag, findet hier was. Also da wurde einmal komplett darauf geachtet, dass es nicht zu knallig wird, sondern dass für jeden was dabei ist. Und wir starten mit der schön knalligen Viskose. Es wird ja im Juli, August ausgeliefert und langsam kommen wir ja auch daran, dass es im September auch noch total sommerlich wird. Also hat man im Juli, August, September für richtig sommerliche, knallige Farben und natürlich dann die gedeckten Farben für den Herbst und Winter. Hier haben wir die viskose Webware mit den Streifen auf einen Fliederton mit Gelb und Orange und auf einem schönen Mintton die Streifen in Gelb, Türkis und Rosa. Viskose Jersey ist auch dabei. Wie gesagt, es wird ja im Juli, August ausgeliefert, da ist es noch sehr warm. Einmal auf hellblau die Tiger. Das Tigergesicht ist hier wie so ein Ornament angeordnet. Und einmal in schwarz-gold. Hier haben wir den Artikel Silence, auch ein Viskose Jersey.
einmal. Das sind Ranken, einmal auf Schwarz-Gold, ein richtig tolles Design. Ich zeige mal das so. Und dann einmal hellblau mit Blush, finde ich auch eine sehr tolle Farbkombi für den kühleren Typ. Dann haben wir Lightness, ein Baumwoll-Jersey und hier haben wir gezeichnete Blumen auf einem Fliederton mit Royalblau und hier Blush mit Rosa. Der Artikel Beginning ist ein Modal French Terry. Und hier haben wir die großen Blümchen auf Flieder mit Terra und Gelb und einmal wieder gedeckter die großen Blumen auf einem Altrosa mit Flieder und einem hellen Blushton. Der Canvas Sound. Einmal Ornamente in Bunt, einmal auf Flieder und einmal Terrakotta. Und der Canvas, der Tiger Canvas, da ist einmal das Tigergesicht als Ornament groß abgebildet. Finde ich perfekt für Taschen und da passt auch super unser Rex Metallic in Gold aus der Basic-Kollektion dazu. Ja, hier haben wir einmal die komplette Kollektion im Überblick. Genau. Hier ist einmal der Canvas. Man sieht aber, es ist eben nicht nur Tasche. Man kann auch perfekt eine Weste daraus machen. Hier im Hintergrund sieht man nochmal den Artikel Bergen, den wir ja relativ in der Mitte hatten. Dieser Ottoman, den man ja auch für Mützen und so weiter nehmen kann, aber eben halt auch für ein Kleid. Da ist er jetzt einmal in Schwarz. Dann die Streifenblusen, finde ich einfach super schick. Genau, dann haben wir hier einmal die Viskose-Jerseys, die beiden unterschiedlichen Designs. Genau, den Baumwoll-Jersey, hier nochmal mit einem Walk, mit einer Walkjacke und dann noch einmal den Artikel Sound, den Canvas. Genau, gibt es ja in 2 Farben Ja, und ist relativ schnell gemacht, die Tasche. Also kann man auch perfekt für Kurse und so weiter machen. Und ja, hat auch ungefähr die Größe der Sherry Picking Bag, die da gerade ist. Vielleicht passiert da ja noch im August irgendwie was Neues. du kannst es auch nicht lassen, immer noch mal irgendwas vorwegzunehmen. Aber ja, könnte sein, dass da vielleicht irgendwas passiert. Man sieht dich so ein bisschen im Ja, ein Hintergrund. bisschen, ne? Aber ich versuche mich die ganze Zeit hier zu verstecken. Ja, klappt Zack, nicht, ne? weg bin ich. So, und wir haben natürlich auch unser Swaffing-Magazin wieder, passend zur Kollektion. Wer es nicht kennt, das erkläre ich einmal. Hier haben wir alle Modelle einmal als Bilder, die man sich natürlich auch bei uns in unserer Bilddatenbank runterladen kann. So aufgebaut, wie wir es jetzt auch gezeigt haben, gibt es bei uns im Shop als Druckvariante oder auch als PDF-Format. Jedes einzelne Bild kann man natürlich aufnehmen und damit machen, was man möchte. Dann sieht man einmal hier, wie das aufgebaut ist. Hier haben wir den Artikelnamen, dann die die Qualitätsbezeichnung, die Zusammensetzung, die Breite des Stoffs und die Grammatur. Und hier oben, die Bilder sind alle durchnummeriert, 1, 2, 3. Braucht man nur schauen. Bild 1 ist der Artikelname mit Farbnummer, also was alles in diesem Bild drin ist, was vernäht wurde. Danach kommt natürlich der Probenäher oder die Probenäherin und dann ist einmal das Schnittmuster zu sehen, wenn man das gerne nachnähen möchte, wo man dieses Schnittmuster dann findet. Genau, Genau. das war's von uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, alle Artikel sind bis zum 11. Mai, also bis zum Muttertag, vorbestellbar, werden Ja. dann im Juli, August, September ausgeliefert. Auch die H&H-Artikel sind zum Teil noch online, nicht mehr alles. Aber auch da, den Maverick haben wir noch mal erwähnt, den Hudson, aber es gibt auch noch ein paar andere Artikel, ein paar Sweater für die Weihnachtsartikel sind noch online, aber da könnt ihr ganz in Ruhe gucken. Ja, meldet euch gerne, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir voneinander hören und dann auch auf Ende Sehen. August Ja. sehen Hören und sowieso. sehen. Genau, Ende August, aber da werden wir euch dann auch informieren zur Hausmesse dann vor Ort. Und ja,
Bis Aber dahin. natürlich auch digital. Also wir Genau. spielen ja immer beides. Genau, um es halt gerecht für alle zu halten. Genau. Genau. Wir freuen uns auf euch. Gute Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.